Mit 417 Kilometern pro Stunde über die Autobahn. Ein Tscheche brettert mit seinem teuren Sportwagen über die A2. Für diese Spritztour ist er extra nach Deutschland gereist. Seine Fahrt veröffentlicht er online. Kurze Zeit später ermittelt die Staatsanwaltschaft. Der Vorwurf: ein verbotenes Einzelrennen. Allerdings wurde das Verfahren eingestellt. Bei der Aktion des Bugatti-Fahrers sei niemand gefährdet worden. Ein Freifahrtschein für PS-Liebhaber aus dem Ausland? Rasen auf deutschen Autobahnen ohne Tempolimit. Eine Top-Attraktion für manche Touristen. Szenen wie diese gibt es seit Jahren immer wieder. Mit Zivilfahndern und speziellen Messgeräten ist die Polizei Verkehrssündern auf der Spur. Diese Aufnahmen sind besonders brisant. Ja, wir haben hier einen relativ aktuellen Fall aus dem September. Das war ein hochmotoriges Fahrzeug mit Schweizer Zulassung. Und der Autofahrer war auf der A5 zwischen Darmstadt und Frankfurt unterwegs. Die ist vierspurig, es sind ganz viele Autofahrer unterwegs. Es finden ganz viele Fahrstreifenwechsel statt. Und wenn sie da mit einer Geschwindigkeit unterwegs sind von 180, 170, dann wird es natürlich ganz schwer zu reagieren. Da ist der Streckenabschnitt 100 Stundenkilometer, den wir überwacht haben. Und man sieht ja auf dem Video, dass er zu Anfangs 197 gefahren ist. Da reden wir von fast dem Doppelten. Und das hat ihn zum Schluss ein sehr hohes Bußgeld gekostet. Einen Raser mit Wohnsitz in Deutschland hätte das knapp 740 € gekostet, dazu 2 Punkte und 3 Monate Fahrverbot. Verkehrssünder aus dem Ausland kommen vergleichsweise glimpflich davon. Touristen haben natürlich dieses Punktesystem, das wir in Deutschland haben, nicht zu befürchten. Punkte sind für Ausländer, spielen keine Rolle. Allerdings ist es so, wenn wir ausländische Touristen oder Fahrer aus dem Ausland hier anhalten, die einen gravierenden Verkehrsverstoß begangen haben, dann wird eine Sicherheitsleistung einbehalten, einfach um das Verfahren zu sichern. Und das liegt in ganz vielen Fällen erheblich höher, als ein Bußgeld eigentlich wäre. Zur Einsicht führt das aber nicht immer. Viele Fahrer schneller Autos glauben, sie würden verantwortungsvoll fahren. Das führt zu Unverständnis und Fassungslosigkeit bei den anderen Verkehrsteilnehmern. Also wenn da eine links überholt mit 240, dann ja, ist man erstmal geschockt, würde ich das so beschreiben. Weil es hier halt möglich ist. Also ich glaube, überall außenrum ist ja relativ schnell die Geschwindigkeit gedrosselt. Und hier haben sie halt den Freifahrtschein. Ich habe selber einen Führerschein und ich fahre gerne mal schnell. Aber es ist halt auch sehr schnell gefährlich. Ich finde, zügig fahren kann man auf der Autobahn, alles gut, ne? Aber drängeln, nötigen und sich nicht an die Geschwindigkeit halten, absolutes No-Go. Weil es gefährlich ist für andere und nicht nur für einen selber. Am Rasen gibt es nichts Gutes. Da kann man nichts mit gewinnen. Der Opa von meinem Mann hat immer gesagt, wir haben es eilig, mach langsam. Bloß nicht langsam fahren. Gefangen im Rausch der Geschwindigkeit, das bringt nicht nur Nervenkitzel, sondern bisweilen auch Klicks im Internet. Aus den Nachbarländern Österreich, der Schweiz, das ist einfach der Nähe geschuldet, kommen viele Leute hierher. Aber ich habe mir von unseren Verkehrsfahndern auch sagen lassen, es kommen tatsächlich Touristen hierher, mieten sich Autos bei Autovermietungen und freuen sich dann auf die Autobahn zu fahren und mal legal so schnell wie möglich zu fahren. Es gibt ja diese ganz bekannte Challenge, Gumball, Cannonball, wo über Kontinente hinweg gefahren wird. Da sind wir logischerweise in Deutschland auch mit dabei. Prominente wie David Hasselhoff nehmen daran teil. Das sind natürlich Leute, die so schnell wie möglich eine gewisse Strecke absolvieren wollen, keine Frage. Die werden auch immer wieder kontrolliert bei uns. Sie werden immer wieder aus dem Verkehr gezogen, wenn sie sich daneben benehmen. Ob diese Strafen jedoch wirklich abschreckend auf die Fahrerinnen und Fahrer wirken, ist fraglich. Jede Raserin, jeder Raser ist eine Gefährdung für andere, warnt die Polizei. Es ist ganz klar, dass die meisten Verkehrsunfälle in Deutschland durch nicht angepasste Geschwindigkeit passieren. Ganz viele Tote, ganz viele Schwerverletzte könnten sich vermeiden lassen, hätte es nicht gegeben, wenn die Geschwindigkeit eingehalten worden wäre. Krass. Schönen guten Abend an unseren Ratgeber in Sachen Recht, Kairo Dekra. Herzlich willkommen. Guten Abend. Also im Internet wird ja sogar angepriesen, dass es in Deutschland kein Tempolimit gibt. Und da kommen also Leute extra für so Supercar-Trips hier nach Deutschland. Das ist doch verrückt.
Ja, es ist aber tatsächlich so. Wir sind eines der wenigen Länder auf der Welt, die kein Tempolimit haben. Und von unseren 13.000 Autobahnkilometern, die wir haben, sind 70% ungefähr ohne Tempolimit. Und das lädt eben viele Leute dazu ein, hier mal auszuprobieren, wie es ist zu rasen. Wahnsinn, also das sind ja irrwitzige Geschwindigkeiten. Und also gerade reichen Rasern dürfte eine Geldstrafe ja relativ egal sein. Ne? Mit Punkten kann man sie auch nicht kriegen. Also kriegen die dann wenigstens eine höhere Geldstrafe oder Fahrverbot? Oder wie kann man denen das Handwerk legen? Also Fahrverbote werden natürlich in Deutschland durchgesetzt, aber wenn die wieder weg sind im Ausland, macht das nichts, da dürfen sie weiterfahren. Okay. Aber wenn man hier so illegale Autorennen unternimmt auf der Autobahn, dann ist es eine echte Straftat. Dann sind wir nicht mehr in diesem Bußgeldverfahren, wenn man mal zu schnell fährt, sondern eine echte Straftat. Und das kann bis zu 2 Jahre Haft bedeuten oder eine sehr hohe Geldstrafe, die orientiert sich dann am Einkommen des jeweiligen Täters. Und diese Raserei, dieses illegale Autorennen kann man auch alleine machen, wenn man allein mit dem Auto unterwegs ist, nämlich wenn man gegen seine eigene Stoppuhr zum Beispiel quasi fährt. Okay. Also es brauchen nicht immer 2 Autos beteiligt sein, auch der einzelne Raser kann so hart bestraft werden. Okay, und gibt es jetzt irgendwie maßgeblich, also wie unterscheidet man jetzt von der normalen Geschwindigkeitsübertretung zum Autorennen, wenn das auch alleine geht? Ja, wenn man es hier im Film eben gesehen hat, wenn jemand mit 400 Kilometern in der Stunde über die Autobahn rast und sich dabei filmt und das auch noch schön findet, dann ist es klar, dass das ein Rennen gegen sich selbst ist und das erfüllt meines Erachtens sofort den Tatbestand dieses illegalen Autorenns. Okay, krass. Gibt es denn in Hessen so Strecken, die jetzt für solche Rennen bekannt sind oder besonders beliebt? Ja, es gibt in ganz Deutschland beliebte Autobahnabschnitte, aber ich bitte um Verständnis, dass ich dafür jetzt keine Werbung machen möchte. Stimmt. Nicht, dass jetzt gleich wir werden auch im Ausland gesehen. Nicht, dass sie dann alle hierher kommen. Darum okay, möchte ich dazu mal schweigen, ausnahmsweise. Okay, aber jetzt auf diesen beliebten Strecken, könnte man da nicht mit einem lokalen Tempolimit sozusagen Einhalt gebieten? Das wird gemacht, das ist aber Sache der einzelnen Bundesländern. Dort, wo Unfallschwerpunkte sind, da werden Tempolimits eingeführt oder auch zur Lärmvermeidung werden auch Tempolimits eingeführt. Aber weiterhin ist in der Diskussion, wir kriegen das in Deutschland auch nicht gebacken, das ist Politik, kommt jetzt ein Tempolimit generell oder nicht? Da müssen wir mal die nächsten Jahre abwarten, was passiert. Also solange es kein generelles Tempolimit gibt, muss man auch so ein lokales Tempolimit begründen mit besonders vielen Unfällen oder Lärmbelästigung. Und das kann man nicht einfach so machen. Genau, und es gibt ja auch zum Beispiel temporäre Tempolimits, die kennen wir von den modernen Autobahnschildern, die dann aufleuchten. Eigentlich ist kein Tempolimit, aber auf einmal leuchtet auf nur 120, zum Beispiel im Frankfurter Flughafen, da kennen wir das. Und dann muss man sich eben nur zeitweise an ein solches Tempolimit halten. Und trotzdem sagen Sie ja, Autobahnen sind sichere Straßen. Ja, es sind eigentlich die sichersten Straßen. Wenn was passiert, ist es natürlich oft dramatisch, aber es passiert zahlenmäßig in der Summe nicht so viel wie auf Landstraßen zum Beispiel. Und weil kein Gegenverkehr da ist, mit dem man zusammenkracht, sind die Folgen oft auch nicht ganz so gravierend wie auf der Landstraße. Natürlich gibt es auch Verkehrstote auf der Autobahn, aber im Verhältnis ist es weniger als auf Landstraßen und in der Stadt. Okay, was sollte ich machen, wenn ich so einen Raser auf der Autobahn bemerke? Weil den sehe ich ja meistens von hinten im Rückspiegel kommen, ne? Und erschreckt mich fürchterlich. Ja, gelassen bleiben, auf keinen Fall den Oberlehrer spielen und den ausbremsen. Das wäre dann selbst eine Straftat, nämlich eine Nötigung. Okay. Sondern wenn so ein Raser, wie im Film gesehen, von hinten ankommt, ihn passieren lassen und wirklich die Polizei rufen. Wenn das nämlich viele gleichzeitig machen, die Polizei ist auf Autobahn ständig unterwegs und dann wird auch schnell reagiert und versucht, diesen Temposünder herauszufischen. Wie machen die das dann oder wie sind die unterwegs auf der? Die müssen ja auch ziemlich schnell fahren dann, ne? Die haben auch schnelle Autos auf den Autobahnen. Es sind nicht nur die Streifenwagen, die wir kennen, sondern es sind auch viele zivile Polizeifahrzeuge mit einem Videosystem an Bord unterwegs. Und dann werden eben so Raser auch gefilmt und die Polizei selbst hat PS-starke Fahrzeuge, um auch diese Temposünder dort hinterherzukommen. Ob es jetzt wie im Film bei dieser Geschwindigkeit sie schaffen, weiß ich nicht. Da hilft dann eine Straßensperre. Wahnsinn. Vielen Dank, Herr Rodekra. Wir reden nachher noch mal über die Wohngemeinschaft. Dankeschön. Also, wenn ein Raser im Rückspiegel angeschossen kommt, dann heißt es Nerven behalten, ruhig und kontrolliert das Feld räumen und dann gerne die Polizei verständigen.